Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und ich möchte heute eine kleine Ankündigung machen, denn wir werden einen richtig fetten Livestream machen. Und zwar am 19.07. Ja, ich habe es nochmal hier verdeutlicht, extra für euch, damit ihr auch Bescheid wisst. Am 19.07. Das ist ein Dienstag, nächste Woche, werden wir einen Livestream machen und zwar wird es mal wieder einen Koch-Livestream geben mit Ignil, also mit dem Chris, und Stefan ist auch noch mit dabei, den ihr auch im Vlog gesehen hattet. Und ja, viele haben das gefeiert gehabt damals, den ersten Koch-Livestream, Koch-SF-Livestream. Es wird beides geben, es wird gekocht und es wird nebenbei Shakes and Fidget gezockt. Und im Anschluss gibt es dann auch noch ein Schärfe-Wettessen. Der Chris hat ein paar Soßen bestellt, die ziemlich heftig sind. Und ich bin gespannt, ob wir da abkacken werden oder ob wir das einigermaßen über die Runden bekommen. Der Stream wird voraussichtlich um 18 Uhr starten am Dienstag. Allerdings könnte es sein, dass wir auch schon um 17 Uhr loslegen. Also macht euch mal so bereit, so zwischen 17 und 18 Uhr werden wir circa das Ding am Dienstag starten. Und zum Special auch noch obendrauf hatte ich gefragt gehabt, weil das halt eben so ein geiler Anlass ist für so einen Stream, ob ich ein paar Pilzcodes von Playa bekommen kann. Ich hatte da mal nachgefragt gehabt und die haben mir tatsächlich insgesamt 14 Codes für euch zur Verfügung gestellt, die alle dort im Livestream am Dienstag verlost werden, über den ganzen Stream verteilt. Wir machen daraus 15 Codes, ja. Ich lege noch aus eigener Tasche 50 € oben drauf und das wird dann quasi der Hauptcode, den es zu gewinnen gibt. Also werden es insgesamt 15 Codes an dem Abend geben, einmal 50 € von mir und dann 14 weitere Codes von Playa Games gesponsert, ja, für euch, die Community. Und das wird alles von 17, 18 Uhr bis Open End, bis wir fertig sind mit dem Kochen, mit Shakes and Fidget, mit dem Schärfe-Wettessen etc. pp. Das wird einige Stunden dauern. Über den gesamten Zeitraum werden wir die Codes verteilt. Ja, wir werden das Ganze gestaffelt machen. Wir fangen an, ich habe verschiedene Codes für euch am Start. Ich habe 10 Codes, die beinhalten 130 Pilze. Dann habe ich 3 Codes, die beinhalten 333 Pilze. Und dann habe ich einen Code, der beinhaltet 1300 Pilze. Und dann kommt noch der 15. Das ist quasi ein PaySafe-Card-Code von mir in Wert von 50 €, der dann auch noch von mir für euch an diesen Abend verlost wird. Und wir fangen von klein an und werden dann zum Ende hin immer die größeren Codes dann verlosen an dem Tag. Ne? Also seid ihr auf jeden Fall dabei. Es gibt einiges an Codes zu gewinnen. Die Codes sind alle einlösbar von Stufe 10 oder ab Stufe 10 und sind alle einen Monat haltbar. Ja? Also verpasst das auf gar keinen Fall. Für die Leute, die da nicht live mit dabei sein können, können sich das natürlich auch alles im Nachhinein anschauen. Aber wer die Codes haben möchte, der sollte schon live mit im Stream vor Ort sein und aktiv im Chat mit dabei sein und dann halt eben mit ein bisschen Glück hoffen, dass er halt eben eine von diesen Codes mit abbekommt. Ja? Die Codes an sich oder beziehungsweise die Pilze, die da drin sind, die 10 130er, die 3 333er und der eine 1300er, der hatte damit zu tun gehabt, dass ja Shakes and Fidget 13 Jahre alt geworden ist, letzten Monat. Und es ist auch gleichzeitig ein Anlass zu dem 13.000 Abonnenten Special, was mir wahrscheinlich bevorsteht. Es fehlen nicht mehr sehr viele Abonnenten und ich wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar, wenn wir das bis dahin im Stream oder dort im Stream selbst erreichen und dann halt auch die 13.000 Abonnenten hier auf YouTube knacken. Und das würde natürlich ganz gut passen zu dem 13. Geburtstag auch, ne? Aber das nur mal so nebenbei erwähnt, ja. Also da wird einiges auf euch zukommen. Nicht nur Codes für euch, die ihr selbst mit haschen könnt, sondern halt eben auch, ja, ich bin auch sehr gespannt, was das mit diesem Schärfe-Wettessen auf sich hat. Es wird wohl sehr starke Varianten davon geben. Ich wollte eigentlich nur einen ganz gechillten Stream machen, ganz gechillten Kochstream, ja.
weil, ja, da hatte der Chris sich auf jeden Fall schon für angeboten gehabt, das mal wieder zu machen. Und ihr habt den letzten Kochstream mit Chris auch so sehr gefeiert, dass wir das unbedingt wieder machen wollten. Und ja, diesmal wird es meine Leibspeise, mein Lieblingsgericht, und zwar Chili con Carne. Ja, das Ganze alleine wird er schon auf einer Basis machen, was ca. 3000 Scoville hat. Und das ist halt eben ja, der Einstieg, sag ich mal. Und dann gibt es da halt eben Soßen, angefangen mit 20.000 Scoville, dann glaube ich 50.000, dann gibt es da welche mit 100, 500.000. Ich weiß nicht, wie hoch das Ganze insgesamt geht. In der letzten Soße, da soll wohl Carolina Reaper drin sein, was die schärfste Chilischote der Welt ist. Von, ja, also bis zu 2 Millionen Scoville hat das Ganze. Aber in der Soße ist das immer noch mal ein bisschen anders aufgeteilt, deswegen kann man das nicht ganz genau definieren, ob das wirklich dann auch diese puren 2 Millionen Scoville hat. Wer mit der Einheit nichts anfangen kann, das ist quasi der Schärfegrad, also wie scharf etwas ist, das wird da dran bemessen. Und man sagt quasi so, 1 Scoville ist quasi 1 Liter Wasser, um die Schärfe komplett zu neutralisieren. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel 10 Scoville hast, dann brauchst du 10 Liter Wasser, um die komplette Schärfe zu neutralisieren. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel halt ja, 500.000 Scoville hast, dann brauchst du halt 500.000 ja, Liter Wasser, um das, glaube ich, zu neutralisieren. Irgendwie war das so gewesen. Ich weiß nicht, ob es ganz genau so war. Wenn nicht, dann berichtigt mich gerne in den Kommentaren. Ja, aber so oder so ungefähr war es das auf jeden Fall gewesen. Ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ne? Ich denke mal, es wird lustig. Ich denke mal, es werden einige coole Clips zusammenkommen. Von den Schärfewettessen werden wir, denke ich mal, auch ein eigenes kleines Highlight, denke ich mal, nach dem Stream noch hochladen für die Leute, die sich nicht vielleicht den kompletten Stream geben wollen. Aber auf jeden Fall, so oder so, lohnt es sich dabei zu sein, sei es jetzt nun wegen den Pilzen oder sei es jetzt nun zwecks des Entertainment-Faktors so. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Ding, was wir da auf die Beine stellen, und deswegen würde es mich auch sehr freuen, wenn der ein oder andere da an den Abend dann auch die Zeit findet. Wie gesagt, zwischen 17 und 18 Uhr geht das Ganze los, circa. Und ja, geht dann halt bis wahrscheinlich spät in die Nacht, denke ich mal. Ne? Denn alleine das Chili kochen, hatte Chris gesagt, da braucht er schon so seine 3 Stunden für, bis das komplett so richtig dann fertig ist und durchgezogen und so. Aber das wird er euch dann, denke ich mal, definitiv ja, selbst noch irgendwann ja, im Stream sagen. So, ne? Wir werden unter anderem, denke ich mal, auch wahrscheinlich wieder bei Chris in seinen Account reinschauen. Ne? Der Igni hat ja einen ganz guten, ich glaube, der müsste jetzt schon auch bald 650 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Wir können ja mal kurz auf seinem Server schauen, der ist ja auf S11 unterwegs. Seitdem dein Nachbar ihn den Platz weggeschnappt hat da, auf dem Server ist er nicht mehr in der internationalen Ehrenhalle, und deswegen kann man da immer nicht mehr so leicht reinstöbern hier. Aber auf 646 ist er. Ja, also da werden wir auch mal reinschauen in den Account. Ne? Da bin ich auch sehr gespannt. Und ich denke mal, das ist auch immer sehr ansehnlich für euch. Ansonsten, ja, gibt es auch was in unserer Gilde zu feiern, beziehungsweise auf S31. Und zwar haben wir jetzt ja viele starke Spieler von Flames of Destiny auch bei uns in der Gilde. Es sind immer mehr dazugekommen. Flames of Destiny momentan bei 42 Mitgliedern. Und ja, nach und nach sind immer ein paar rübergeschwappt. Und dadurch wurde auch die Hydra sehr, sehr viel stärker. Es war immer so gewesen, dass die Hydra bei Celtic bei der 18-köpfigen war. Nachdem Drainy, Mordae und Seth noch dazu kamen, was mit die stärksten Magier auf dem Server sind, mit mir zusammen so, ja, ist die Hydra dann auf einmal dann an dem Tag dann auch auf 19 gestiegen. Und eben gerade, es ist gar nicht lange her, ich will nicht den Chat aufmachen, sonst sieht man da immer den Chatverlauf, das möchte ich immer vermeiden. Eben gerade ist es passiert, wir haben heute die 20-köpfige Hydra erreicht. Und ab 20 Köpfen kommt hier tatsächlich die unzählig köpfige Hydra. Absolut geil, sieht mega nice aus. Die Hydra-Köpfe an sich sehen ultra aggressiv aus. So aggressiv lachend irgendwie, als
ob die dir gleich eins überhauen wollen so und sich daran ergötzen an deinen Schmerz. Ja, wir haben die Hydra-Stufe extrem in die Höhe gejagt. Die ist jetzt mittlerweile, die Pet-Stufe extrem in die Höhe gejagt. Die ist jetzt mittlerweile auf 570. Ich weiß nicht, wo es vorher war, aber binnen ein paar Tage ist sie wirklich extrem nach oben geschossen. Und ich hatte gestern schon 18 Millionen in meiner Daily Quest gehabt, ohne Erfahrungsevent. Und davor hatte ich immer nur 13 und morgen wird es noch mal mehr werden. Das werden bestimmt nochmal 18,567 Millionen, die dann da zusammenkommen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Es ist unglaublich krass. Leider habe ich heute schon angegriffen. Morgen werde ich mal schauen. Ich werde mir morgen ein bisschen Zeit lassen, dass wir die, nochmal irgendwie, weiß ich nicht, dass ich dann so am Zuge bin, dass ich dann die unzählige Hydra dann auch angreifen kann, an dem Tag dann auch, ne? Und vielleicht kriegen wir es hin, dass das jetzt auch innerhalb der nächsten paar Tage dann auch der Standard wird, den die Gilde hält, ist ja super aktiv nach wie vor, die Chat-Aktivität ist hier wirklich ausgesprochen hoch, höher als auf den anderen Servern, wo ich spiele und das ist halt eben super nice dafür, dass das halt eben auch so ein alter Server ist. Ne? Also hier haben sich wirklich mit fast die besten Leute zusammengetan, zusammen fusioniert, kann man schon fast sagen, zu einer Mega-Gilde, denn aus Flames of Destiny sind ja jetzt mittlerweile wirklich, ich weiß nicht, 8, 9, vielleicht 10 Leute oder so rübergeschwappt. Ich kann es gar nicht genau beurteilen. Nach und nach oder auch schon vor mir sind ja auch schon 2 rüber. Und deswegen ist das hier auch jetzt mittlerweile eine halbe Flames-Gilde. Flames of Celtic, ja, wurde schon genannt, der Name. Und ein paar sind rüber zu Celtic Junior, was hier die Wing-Guild ist quasi von Celtic. Braucht man nicht drüber reden, ist jetzt nicht das Beste. Mit 30 Mitgliedern natürlich auch nicht krass gefüllt, trotzdem heftig, dass da überhaupt 30 Leute drin sind. Ich glaube auch teilweise wirklich sehr aktiv. Und ansonsten sind wahrscheinlich viele auch aufgesplittet in die anderen Gilden, die hier überall ihr Unwesen treiben. Und ja, ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Auf jeden Fall für mich persönlich als Mensch, der Spaß dran hat, auch ein bisschen auf dem Main ein bisschen sich auszutauschen, als auch für meinen Account an sich hat das wirklich nur Vorteile gehabt, der Wechsel. Und wegen der Ritterhallenpunkte, da brauchen wir nicht drüber reden, das macht keinen Unterschied aus, die Steine sind nach wie vor immer noch die gleichen, die paar Ritterhallenpunkte, das macht wirklich nichts aus und war für mich auch nicht der Grund zu wechseln und so. Ne? Die Hydra dagegen ist natürlich, muss ich ganz ehrlich so sagen, schon ein Stück weit interessanter. Und nachdem das immer inaktiver wurde, dann war für mich halt auch eben klar, dass ich hier besser aufgehoben bin und nach wie vor bereue ich auch meine Entscheidung nicht. Und man sieht ja, dass halt nach mir auch sehr viele, dass sehr viele Leute nach mir nachgezogen sind. Und das zeigt ja halt auch irgendwo, dass die Leute vielleicht auch ähnlich denken wie ich, ne? Denke ich mal so gedacht zu haben. Okay, Leute, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid am Dienstag am Start. Bis dahin natürlich noch weiterhin Videos jeden Tag. Merkt euch, schreibt euch das in den Kalender ein, kreuzt euch das an, versucht irgendwie frei zu bekommen, damit ihr vielleicht auch an die Codes kommt. Ja, es gibt 15 Codes insgesamt zu gewinnen. Ja, ich sag's nur noch mal, wirklich, 10 130er Pilze, 3 333er Pilzcodes und 1300er Pilzcode und dann noch mal von mir einen 50-Euro-Code beziehungsweise ein Paysafe-Card aus eigener Tasche. Ja, das ist dann nochmal von mir obendrauf nochmal gesponsert, so ein bisschen, ne? Als Dankeschön und halt auch, weil wir wirklich ein sehr geiles Event dann am kommenden Dienstag haben werden. Ne? Leute, macht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und freut euch genauso wie ich auf die kommenden Events. Und ist eine sehr geile Zeit momentan in Shakes, muss ich sagen. Ich enjoy es sehr und ich hoffe, man merkt mir das auch ein bisschen an. Und ich bin auch schon sehr, sehr gehypt und voller Vorfreude auf Dienstag, muss ich ehrlich so sagen. Okay, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.